Die Ensaladilla Rusa ist die heimliche Visitenkarte jeder spanischen Tapas-Bar. Heute zeige ich dir die wichtigsten Kniffe für die perfekte cremig-leichte Textur. Wir starten mit den Eiern. 3 Stück werden hart gekocht. Dann setzen wir 800 Gramm ungeschälte gewaschene Kartoffeln auf. 2 geschälte Karotten legen wir im Ganzen einfach mit dazu. 2 Teelöffel Meersalz dazugeben und das Gemüse zum Kochen bringen. Deckel drauf. Jetzt gart alles für etwa 20 bis 25 Minuten. Messerprobe. Wenn es leicht hineingleitet, ist das Gemüse perfekt. Runter vom Herd. Wir seien das Gemüse ab und lassen es etwas abkühlen. Gepellt wird jetzt, solange die Kartoffeln noch warm sind. Wir kochen die Kartoffeln im Ganzen mit Schale. Würde man sie vorher schneiden oder schälen, wässern sie aus und verlieren wichtige Bindungsstärke. Die warmen geschälten Kartoffeln sammeln wir in einer Schüssel. Jetzt folgt das traditionelle Chafar. Wir zerdrücken die noch warmen Kartoffeln mit einer Gabel. Kein glattes Püree, sondern ein Wechselspiel aus Stücken und aufgebrochener Stärke. Unsere gefüllten grünen Oliven bringen gleich eine wunderbare feine Säure mit. Wer es jedoch noch kräftiger mag, gibt jetzt optional etwas Weißweinessig oder Saft von den Oliven dazu. Da wir das Gemüse schon im Topf kräftig gesalzen haben, ist die Basis perfekt. Die gegarten Möhren schneiden wir in kleine Würfel. Die feinen Karottenwürfel geben wir nun direkt zu den abgekühlten Kartoffeln. Als nächstes folgen grüne Oliven gefüllt mit intensiver Sardellenpaste. Die Oliven werden fein gehackt. Sie bringen das unverzichtbare tiefe Umami-Aroma in das Gericht, das perfekt mit der Stärke der Kartoffeln und der reichhaltigen Cremigkeit der Mayonnaise harmoniert. Die gehackten Oliven kommen ebenfalls mit in unsere Schüssel. Jetzt der Hauptdarsteller, hochwertiger Bonito del Norte, weißer Thunfisch. Den Fisch brechen wir nur grob mit den Fingern direkt über der Schale auf. Wir wollen die edlen Fischsegmente später im Salat sehen und nicht zu Brei verrühren. Die hartgekochten Eier reiben wir jetzt direkt in die Schüssel. Die feinen Eipartikel verbinden sich gleich perfekt mit den Kartoffeln und sorgen für die klassische Bindung. So verteilt sich das Ei absolut gleichmäßig in jedem einzelnen Löffel. Für die authentische Mayo geben wir ein ganzes Ei und 200 ml neutrales Pflanzenöl in ein hohes Gefäß. Der Profi trägt für den ultimativen Geschmack 2 Esslöffel vom hocharomatischen Thunfischöl aus der Dose hinzugeben. Natives Olivenöl würde beim Mixen bitter werden. Eine Prise Salz und 1 Teelöffel Zitronensaft runden das Fundament ab. Den Pürierstab ganz unten aufsetzen. Einschalten, ca. 5 Sekunden stillhalten und dann langsam nach oben ziehen. So emulgiert die Mayo absolut perfekt. Unsere Mayonnaise ist wunderbar glänzend und cremig. In Spanien wird sie bewusst leichter gezogen, damit sie die Kartoffeln nicht erschlägt. Hervorragend! Nun geben wir die frische Mayonnaise zum Salat. Jetzt verbindet sich das Handwerk zu einer kulinarischen Einheit. Erbsen lassen wir bewusst weg, um die feine Textur nicht zu stören. Jetzt wird alles behutsam vermengt. Nicht schlagen, sondern sanft unterheben. Die aufgebrochene Kartoffelstärke und die leichte Mayo verbinden sich jetzt zu einer extrem saftigen, cremigen Masse. Das ist das Geheimnis für den perfekten Tapasgenuss.
Die Ensaladilla muss nun für mindestens 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank. Sie wird eiskalt serviert. Nach der Kühlzeit richten wir den Salat auf einer länglichen Platte an. Wir streichen die Oberfläche ein wenig glatt. 3 Streifen geröstete Paprika setzen einen schönen farblichen und süßlichen Akzent. 4 gefüllte Oliven platzieren wir dekorativ als klassischen Kontrast dazwischen. Zum Abschluss ein kleiner Zweig Petersilie. Und fertig ist der spanische Tapas-Klassiker. Cremig, absolut rund und voller Umami. Hol dir diesen spanischen Barklassiker direkt nach Hause. Abonniere die Mittelmeerküche und lass mir ein Like da. Viele weitere spanische Klassiker findest du auf meinem Kanal. Buen provecho!